Goedemorgen. Vandaag doen we den eersten Advent vieren. De feier van Jezus zijn geboorte. We hebben veel wei wat we dort vieren doen. Eine Sache, wat abchampt in de Weihnachtstijd is, Familje topkomen. De Familje is een part van de ganze Menschengeschichte. Jezus, Gott te zien, werd zelfs in de familie aangeboren door Josef en Maria. Hij was op als een man met ouderen en geschwisteren, zoals alle mensen doen. De familie is een part van Gods plan voor de mensheid. Door de familie worden we geleerd, beschützt en opgetragen, wat we reut zijn im leven zelfs voorwaarts te gaan. Dat is door familieleben, dat Verständnis und Glauben an Jesus Christus wiedergebracht wordt en we de Vrede haben, seine Geburt te vieren. Vandaar steken we dat eerste Advent täglich aan. Vandaar erkennen we dat de Familie wichtig ist in unserem Glauben und in unserer Feier von Jesus seine Geburt. Whew, made it home. Supper was great, wasn't it? I love those rolls at Texas Roadhouse. My steak was a little bit on the dry side, but it was okay. Could you believe they already had Christmas lights up in there? Hun, it's almost Christmas. I mean, it's less than a month away. The Christmas songs have been playing on the radio for weeks. I've been shopping for the kids' Christmas presents. I mean, they even have the Salvation Army guys outside the stores now. Did you see that they have the Christmas decorations up in town? It makes me so excited when I drive by and see those. Oh yeah, it's great. I get to hear jingle bells for the 10,008th time this year. The guys on the corner are going to be asking me for my paycheck all month long, and we get to buy gifts for kids who really don't need anything else. You know, I hate it when you say stuff like that. You make it sound like that's all Christmas is. No, you're right. That's not all it is. There's also all of the gatherings. All those days stuck inside with people who don't even want to see each other. You know how important it is to spend time with family. Like, do you have to say it that way? Oh, I know exactly how important family is, but if everybody's sitting around wishing they could be somewhere else, does it count as spending time with family? This time of year especially, family time is just so valuable. Don't you remember what Joe said to you the other day when you ran into him? Joe? Oh, you mean at the grocery store? Gravy, gravy, gravy. Ah, gravy. Right. Okay. Whoa, what's the rush? Where's the fire? Oh, hey, Joe. Sorry, I was just trying to do a quick in and out. You know, we needed one more box of gravy for the gathering we're hosting tomorrow. Oh, I'm actually getting ready for our family gathering as well. Can't wait to see everybody together again. Really? You're that excited? Your family must be really close. I wouldn't be so sure about that. Well, I mean, if you're that excited to see everybody, you must be. Like, sure, my family gets together every year, but it feels like everybody's just trying to escape. Like, the teenagers are gone as soon as lunch is over, and everybody else seems to count down the minutes until it's not impolite to leave. That sounds very much like mine, except this year Peter and Jake got into a fight and still aren't talking to each other, so there's probably going to be even more tension than normal. And that's what you're excited for? Of course, it's family. I mean, Johnny, I don't know what you're expecting, but nobody's family is perfect. We all have our own busy lives, complicated lives, dealing with our own issues, yet we still come together every year. And by coming together, we're reflecting back to God exactly how important family is to Him. I mean, after all, that's what Jesus did. He came right in the middle of our sin, our brokenness, right in the middle of that nasty stable. So when we come together at Christmas time, we're reflecting back to Him and to others how important family is to us. And that is that
to him, and that is that even broken, messed up people have value, and they're valuable enough to come together for, to show up for. That's what I'm excited for. Oh. So maybe try to look at your next gathering through that viewpoint. Let me know how it goes. Have a good Christmas. Yeah, you too. Yeah, well, Joe says some really out there stuff sometimes. I don't know if I should take him too seriously. You might want to give it a shot. I think he's onto something this time, and if you try it, I know you'll agree. Well, I'll think about it, but that still doesn't solve all the other problems I have with Christmas. True, but we don't need to tackle everything all at once. Well, thank you, Johnny and Susie, for working so hard on that skit, and Johnny for helping out. That's just amazing. How many of you have ever been part of a play in school or church Christmas? Quite a few of you. Wow, that's actually really cool. I always dreaded that. For one, my memory wasn't that good to memorize a whole poem. Ik reed je op English, sorry. Vergeef me dat. Anyway, een gedicht uitwendig leren en dat veel zijn, fertigheid en zo, dat maakt me ganz eigen zijn nerveus. En zoveel dollar nerveus ik word, zoveel dollar moest ik stommeren en dan ging dat plötzlich. Mir wird das immer ein bisschen schwer, aber dort sure, das fein Tauteharchen und so. So, vielmal Dankeschön to Johnny und Susie und Johnny für ihre Arbeit. Dort reden wir auch. Wir feiern von der den ersten Advent. Der erste Advent, das ist ein 2, 3, 4 Advent und dann ist Weihnachten. Ich weiß nicht, wie viele von uns sind mit dem Advent sind ja abgewaschen. Nicht alle Kirchen haben dort, aber ich sehe mich dort abgewaschen, so dort lehren wir dort in Mexiko, in der Schule und so weiter. Und den Thema für diesen Advent, für diese Adventzeit, ist das die Ursache Christus und Weihnachten. Christus ist die Ursache für Weihnachten. Und dann der zweite Thema, wenn ihr in den Bulletin kicken, der zweite Line, die sagt dann, warum do wir was wir tun? Die Weihnachten. Warum do wir Weihnachten so feiern, als wir tun? Und so, wir haben mehrere verschiedenste Themen dort. Und die erste Thema ist von der, aus Jesaja, Familje. Wo sei wichtig dort ist, aus Familie taub zu kommen. Und so, ich weiß nicht, was für Erinnerungen Sie haben von Weihnachten. Wenn ich dran denke, was für Dinge wären groß für mich für Weihnachten? Well, die wären so, zu Weihnachten wird einmal ein großer Sack voll Peanuts, ein großer Sack voll Apfelsinen gekauft. Dann können wir Apfelsinen essen und Peanuts essen, so viel als wir wollen. Was ist alle wären. Dort wir eindenken. Noch ein Ding, was mir sehr klar ist, wird meist einmal ein Kühnhuhn gebackt. Right? I mean, dort ist jedoch, da kommen ja bloß zu Weihnachten ran, nicht? Well, das ist actually nicht so, aber zu Weihnachten wird einmal ein Kühnhuhn gebackt. Oh, und Geschenke. Geschenke, nicht? So wie wir dort in Mexiko dann deuten, du werden kommen in eine Spazierstube abgestellt und dann in Mitternacht zwischen Heiligabend und Weihnachten Smars, dann auf einmal kam der Wort an der kommen, dann Smars, dann wären da Chocolates und Candy und so was und ein paar Geschenke dabei. Und out der Stunde besiegt, wenn ich zu groß wären. Aber so, ich konnte mir noch denken an die Geschenke. Noch ein Ding, was mir sehr, sehr klar ist,
Kirchenandachten zu Weihnachten. Du wird ein Weihnachtsprogramm gebracht, so wie, wann da hast du, was wir dort hier haben, den Sinnend für Weihnachten, wo wir ein Sinnerschulprogramm hier verbringen sind und so was. Dort wird immer, und du werden dann die Gedichte und so abgesagt, verschiedenste. Und zu Weihnachten kriegen wir dann, wenn wir das Programm ist fertig haben, kriegen wir eine Lusch. Wir kriegen eine Lusch. Wir nennen es immer die Lusch. Und was wir an der Lusch, die wir in Peanuts band, die wir in Aubergine band, und Chocolates und Candy. Oh, das ist immer sehr wichtig, die Lusch. Und ich komme auch nach denken an, dort zu Weihnachten wird dann abgestellt, der Stall, der Krab, wo Jesus ben schlupen deed en zout. Nog een ding wat mij nog een grote herinnering is, als dat familie taub komt. Niet meer bloos dat we als familie Weihnachtsmars, später sagt immer so, zu Weihnachten proben, die ganze Familie thuis zu sein. Für mich wird es sehr wichtig, weil ich was ab und mein Papa thuis. Hij woont in El Paso, wir wohnen in Kinderlopita, aber zu Weihnachten kam er immer nach Haus. Oh, das wird ein großer Tag, das wird eine große Zeit, dann wird er vom Vorwerk zu, das wird immer sehr, sehr schön. Aber nicht nur bloß dort, dann auch Familie taub kommen. Wie viele von Ihnen kommen dann aus der größeren Familie, die Onkels und Tantes, sind wieder auch taub. Ja, das sind wenigstens mehr von Ihnen. Dort wird auch noch viel. Und dann, und dann Weihnachtsmars der Andacht. Für mich, dort wir eine Andacht, was Mama immer, was wir alle wollen nicht wegfahren. Wir wollen nicht wegfahren zu der Andacht, weil da wird viel gesungen und die Weihnachtsgeschichte immer verteilt und verschiedenste. Weihnachtsmars eine extra Andacht. En zo, dat zijn wat van de dingen wat ik me aan herinneren dan. En du zijn ook nog meer, aber ik, van daar wil we een beetje vertellen van, wat zijn wat van de wichtige dingen over Weihnachten. En een van die is Familje. Familje, wie komen als Familie dan, speziell dan komen we meer taub. Wanneer er irgendwo nicht Frieden ist, zwischen Familie, aber dann zu Weihnachten merken sie genug Frieden, gewöhnlich haben, wenigstens taubkommen aus Familie. In der Bibel, Familie ist sehr, sehr wichtig. Wir lesen dort von Anfang mögt Gott Adam und Eva ein Mann und eine Frau, ein Frühmensch, right? In 1. Mose Kapitel 1, Vers 27 lesen wir dann, dort Gott mögt den Mann und sein eigenes Gleichnis, und das Gleichnis von Gott mögt er mögt ein Mann und Frühmensch. Und das ist meine Übersetzung von Englisch in Deutsch lernen, aber er mögt Gott Mann und Frühmensch, oder Gott mögt Mann und Frühmensch. Hij mögt den Mensch en Mann en Frühmensch. Waarom? Omdat die wollen Frucht bringen. Dat die wollen Frucht bringen en dat zij wollen vermehren en dat zij wollen der Welt erfüllen, sagt die Bibel uns. Dit wird ganz eerst mal, wat Gott de Familie taubzaten deed, als Mann en Frühmensch, en dat zij wollen Kinder haben. Sie wollen Familie haben, right? Du fängt das an, ganz von Anfang an, 1. Mose, Kapitel 1. Sei wir die Familie an. Und das wird Gott sein echter, rechter Plan für die Menschheit, wie die Familie. In Kapitel 2, du sei wird noch ein bisschen mehr, du merkst Gott, die Menschheit, dann merkt er Adam, und er gibt Adam die Verantwortlichkeit, die Tieren alle Tonan und so weiter, und die alle Namen geben. Und dann sagt er, aber für Adam wird durch kein Partner nicht
vond hij geen partner niet. En zo God maakt Adam dan diep im Schloop en neemt uit arm een rab en maakt de vrouw. En vandaan aan worden zij taub wonen en taub leven. En zo dit is dan de ganz eerste familie. God plant dort den weg, God maakt dort den weg. Dort du wordt familie zijn. So, denk een beetje mal über een ganz niet geboren baby. We hebben nu al 7 Grootkinderen. Dat jongste nu groot is ruim een jaar oud. So, ganz nie geboren sind die al nicht mehr. Aber wenn du ein Grootkind wordt in onze familie geboren, meine Frau besonders, so schwin ausmählich vor wie Hahn und das Baby bekam. Dort laat so wundervoll Schmack. Großmamas, ist das nicht so? Oh, dort laat so Schmack. Und Großpapas auch, nicht? Grandpas. Wir wollen vielleicht nicht ganz so klar wissen, aber wir sind gleich so excited für das neue Baby in der Familie. Und aber von wo kommt das Kind her? Das Kind ist die Frucht von Mann und Frau taub. Einer allein kann das nicht. Das braucht Mann und Frau. Um eine Familie zu haben, hast du Gott mögt die Menschheit Mann und Frau. Und dann kommt das Baby, und dann kommt der Meier Kinder, und bald wassen die ab. Und dann das nächste, was da weiß, dann wollen die den Schlüssel haben zu der Chor. Right? Kann ich mal vor, Papa? Ich weiß noch, das ganz erste Mal, was meine Papa mir mal leid vor. Dann wohnen wir noch in Mexiko. Er hat einen Ford Truck. Und er hat ein Stück Tüß. Dann fehlt er Markt zu holen. Und wir hatten onze Kie een koudje geworden. Die viel ans wat maken. En willen we op Eik nu de nubers vormen. Maar één kind loopt Pieter door op Eik. En door een ammetje melk holen. En nu zal ik te fout gaan. En mijn papa weer thuis zei, du wirst te fout gaan bij de Eik en melk holen. Nou ja, dat is wat we gewöhnlich doen. En dan zei ik, hey, kruip me om trocken en we voor een melk holen. En dan vroeg ik, kan ik dan ook voor? En hij deed dat. Hij liet me hingen am Stier en ik kon je meest niet meer. Ik was vielleicht 11 jaar oud. En ik kon de meest niet bij de Brixer, bij de Speed gaan. En ik was jong plus zijn. Ik vergat te breken dort op dem Hafen abwegen. Aber wie kwam zei, ja, hast dich ram de Eik op dem Hafen aan. En wie merken dort. En dan zei ik, jong, nu moet spreken. But anyway, Familie. Kinderen zijn door en we leren en we willen en we wassen. En de familie is een schöne tijd. Wanneer we vrede is, niet? En God heeft het zo tot gepland. Dort door mama en papa en dan kinderen geboren. Een man en een vrouw en kinderen geboren. God plant zijn ganze wereld rond de familie. De familie is zeer, zeer wichtig. En aan een punt dan, wil God een radar wil checken, om ons van onze zin te raden, zien in eentje zien, wat zelfs God wir. Jezus, God zien zien, wie bij God. Al heel je God. Alles wat du is, wordt durch arm gemerkt, sagt die Bibel ons in Johannes Kapitel 1. Alles wordt durch arm gemerkt. En hij, ons te helpen, wir wollen dort alle loslaten, Gott sein, en een mens worden, en dan wordt hij in een familie neergeboren, krijgt zoals wie alle. Hij kwam ook in een familie neer. Ik kon me niet voorstellen wat Maria wat durchgegaan zijn, als de engel op eenmaal een dag naar haar kwam. Die zeiden ze weer rond 15 jaar oud. Te die tijd, jonge meisjes, die bevrieden zich rond 14, 15, 16 jaar oud. En wanneer die 17 of 19 werden, dan werden die al oud. Ten bevrieden.
So Ram 15, so dat sagt uns noch nicht, weil Maria wir, aber einmal kommt ein Engel zu ihr und sagt zu ihr, dass sie wird mit Kind worden. Der Heilige Jesus wird auf ihr kommen und sie wird mit Kind worden. Und so, sie wird ein Kind in die Welt bringen. Und sie soll sie Namen Jesus nennen. Sie soll geben, die Namen von Jesus geben. Für Maria wird dort eine große Überraschung. Ich kann denken, sie wird von, ich kann actually nicht denken, was von den Gedanken alle werden durchgegangen sein. Aber wir wissen, dass sie sagt, ja zu dort. Aber ich glaube, was für mich das Schwanste ist zu verstehen, wo kann Gott, Jesus, was Gott wir, dort alle loslassen und dann geboren worden als ein nie geborenes Baby, was selbst nicht kann. Ganz abhängig von den Eltern. Jesus selbst war zu der Familie, in der Familie geboren. In Johannes Kapitel 1, du lest, was es steht. Johannes 1, Vers 1 und 2. In the beginning, ich habe meine englische Bibel hier, I'm sorry, ich habe meine arabiske Bibel hier. Aber am Anfang wird das Wort, und das Wort wir mit Gott, und das Wort wir Gott. Heu wir von Anfang an mit Gott. So Jesus, wir Gott, wie immer Gott gewast, noch immer gewast. Und dann lesen wir in Vers 14, und dort wird Fleisch, und wohnt mang uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, der Herrlichkeit aus von den einzigen geborenen Sehen von den Vater, voll von Gnade und Wahrheit. Er wird geboren, er wird aus Fleisch geboren, er heeft dort Gott sein los, er leidt dort los und wird als Mensch geboren, als ein Kind. Und warum wurde Jesus sein Mensch geworden? Du sind verschiedene Dinge, was einer würde sagen kann. Ich würde gleich drei Dinge rausheben, warum Jesus Mensch geworden ist. Und so Nummer 1, weil Gott, also Jesus muss Mensch werden, Wort von den Versprechungen, was Gott zu Wort Menschen gegeben hat, die zu erfüllen. Gott versprach dort, wel nur die ganz erste Versprechung, was Gott merken hat, sei wir in die Geschichte von Adam und Eva, will sie sich versinnen deuten, und die Schlange und verlegen deut, und sie werden ungehorsam zu Gott. Und dann sagt Gott so steht, ich will Uneinigkeit bringen zwischen die und diese Frau, und zwischen ihr Sud und den Sud. Hei, die Sud, wird ihnen Kopf verkleuen, zwei Kleuen, und du wirst am an den Hack bieten. 1. Mose 3,15. Gott verspricht die Schlange, dort ein Nachkommen von Eva wird kommen, was arm wird den Kopf verkleuen, was die Schlange den so tun würde die Kraft brechen in andere wird, aber er wird arm ohne Hack bieten. Jesus kam die Versprechung zu erfüllen. Jesus wird die Nachkommen von Eva, wird den so tun, der sind dort am Kreuz, seine Kraft brechen dort, auf den Kopf klein. Aber der Feind, der braucht ein paar Tage, dass Jesus wird am Kreuz genäht und er starb für unsere Sünden. Sie, das ist das Versprechen, was Gott der Schlange dann in 3. Mose, in 1. Mose Kapitel 3 sagen dort. Versprechen dort. Gott versprach Abraham, en den Sod, wo ich alle Menschheit von der Welt
segnen, wegen du hast meine Stimme gehorcht. 1. Mose 22, 18 und 12, Vers 3. Gott versprach, dass durch Abraham sie nu kommen. Wat nu kommen zijn, dat we mir wat de ganze Welt segnen. Zien die nu kommen, als Jesus Christus. Hij is de Erfüllung von der Versprechung zu Abraham. Zu David sagt Gott so steht. Dass hij wird seinen Thron abstellen und du wird für immer wer sein, was wird ab König David seinen Thron setzen. König David, der starb, Salomon, der starb, sein nächster Sehen, der starb, bald werden sie nu kommen, du nicht mehr auf dem Thron, die werden von dich bei, aber Jesus, als der nu kommen von David, wird nu für immer auf den Thron sitzen dort. Jesus kam, um die Versprechung, was Gott ihm gegeben hat, auch zu erfüllen. Und wer kommen wird, der wird sehr groß sein, und der wird der Sehen von den Allerhöchsten genannt worden, sagt in Lukas 1, Vers 32. Und der Herr Gott wird ihm den Thron von König David geben. Sagt Lukas in dem Neuen Testament. Jesus kam auch, um Moses den Gesetz zu erfüllen. Matthäus 4, Vers 17 und 18. Glaube nicht, dass ich gekommen bin, um das Gesetz von den Propheten wahrzunehmen. Ich bin nicht gekommen, um das wahrzunehmen, aber um das zu erfüllen, sagt Jesus. Heute kam um Moses den Gesetz zu erfüllen, nicht um das wahrzunehmen. Weil wahrlich, ich sage Ihnen, Bad Himmel und Erd ihr Schweig gehen, wird nicht der kleinste Leiter von dem Gesetz vorbeigehen und dort erfüllt wird. Jeder Wort von dem Gesetz wird erfüllt worden, sagt Jesus. So, heute kam das Gesetz zu erfüllen und dann noch ein, was ich gleich zu erwähnen, warum Jesus als Mensch kommen da auf Erde. Warum er eine Familie geboren wir als Mensch? Wenn er kam, um den Sinn von der Welt wegzunehmen. Den Sinn von der Welt wegzuwaschen, würde ich vielleicht sagen. Das zu betonen. Matthäus Kapitel 20, Vers 28. Gleich so aus dem Sinn von den Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, aber um zu dienen und sein Leben zu geben für die Betuung von vielen sind. All die, die das annehmen, er ist gekommen, nicht um bedient zu werden, aber um zu dienen, damit dort er sein Leben geben hat, um uns Sinn aufzunehmen, uns die Kern zu vergeben. Sein Tod am Kreuz ist die Betuung, wie die Betuung für unser Sinn. Und Christus hat Gott uns drei Tod gebracht mit ihm. Drei in Gemeinschaft mit ihm. Das ist, warum Jesus in der Familie geboren wird. Und ich würde gerne mehr Jesuiten geben. Aber zum Schluss würde ich gleich zu sagen, dass, wenn ich an die Familie denke, und dass Jesus ein Part von der Familie war, dass er in der Familie geboren. Denke ich einmal an seine erste Reise nur den Tempel. Wie alt war Jesus? Wir sagen, das erste Mal im Tempel mit können im Tempel. Wer kann sein? 12. 12 Jahre alt. Und je weiter die Geschichte, nicht? Von wo die im Tempel fahren und dann ihr Opfer durchgeben und anbeten und was sie dann tun. Und dann, wenn sie fertig sind, dann merken sie sich ab eine lange Reise zu einem Haus. Und die haben alle einen Tag über gereist, einen ganzen Tag, war ein Haus gereist. Und dann waren die Eltern so an, dass Jesus es nicht mag, die Kinder, die ist nicht mitgekommen.
Hey, hoe viele von jullie haben een kind irgendwo beim Reisen, irgendwo beim Rest Area geloten? Anybody? Nobody? Well, wie han? Ich kan mijn hond op. Met een van van 10 kinderen, we reizen op een weg naar we gaan en dan helpen we bij een rest area aan. En zijn we alle hier? En dan einer braut twee, ja, we zijn alle hier, oké, dan fahren we los. Dan haben kart eens voor en dan waar we aan. No, we zijn een kart. You know? En ik kom een beetje verstellen, en Josef en Maria, die hebben een ganzen dag gereisd. Dan waren ze aan, ihr Jung ist nicht met. En dan reisen ze een ganzen dag terug naar Jeruzalem, den Segen. En dan zegt dat, nu 3 dagen, dan vangen ze hem door. So die waren, ik kan me dat niet verstellen, wat ze aan der denken gegaan, en der hoort, en so wieder, beim Segen en die vangen niet. Wat is met ons jong geworden? Nou, eenmaal dan vangen ze den im Tempel met de priester doorreden, vertalen. En dan zeggen ze, jong, waarom hast du dit te ons gedaan? Wat hast du ver? Weet je niet dat ik maar aan mijn vader zijn Geschäft wiederbrengt? En ik weet niet, ik geloof Jezus als een 12-jarige teenager wie een teenager. Hij wie werkelijk mens. Wat zei ze, heb je recht? Ik speel je hier maar bloos. Hij moet jullie ouderen zo stot gezegd, want hij beduurt, nou, wat doe je, jongens? We stelten een tractor met een wiel, en toen weer een 3 op een tractor, einer deed voor en 2 weer op de fenders, en dan weer 5 op een trailer. Dat we een lange trailer tam gereedschap vieren, uit gereedschap vieren. And anyway, en dan mijn cousin Henry, Peter Klusus Hendrik, die voer, en mijn 2 broers, die zaten op de fenders, en ik en Tony, en Corny Letjeman, en Rudy, we zaten op een trailer. En de trailer had 2 ossen, maar die weer in bed krijgen in de maat. So, right? So, we willen zo'n zegen, we willen een grote zondag maken. Wie Bengels, we hadden kein wat gevraagd, trekt een trailer geborgd van de Nubasch. En dan voeren we nu blom uit en door de rieverdeling. Eentje van jullie kende steed door. En Henry, die had zo'n vanjefair, die had een tractor 100% alles om voor wat they kon. Beim rieverdeling. Op eenmaal dan voeren we daar zo'n uitje scheel eraan en dan stukken ze jammerlijk zei en wie op een trailer, wie hupsten dus op een doel. En Tony braut hen aan, hey, pas me op! Wat dit is? En hen beamval voor en de kik naar heen en braut 3. Ik heb me tuttig bij aan de kant, riefer en breuk een part van de kant af en dan stelt de tractor door je kop neer. En de trailer dan, dus dit, die hing eraan. En Tony, die stukken al rauf, groot zei dat al rauf ging. De jongens van de tractor zaten, die hupsten alle am zand neer. En wir ganz hängen am Trailer. Meist krieg ich rauf, je Stücks, wir dort in der Hech ging, fall ich rauf, ganz auf der Kant, kriegt wo die, ich fall nicht im Rief an, aber meist. Und der Rudi will rauf die Stücks, und ich weiß nicht, was das alles hört. Frank Lowen knows the story. Ich habe ihm vertalt, weil sie wohnten durch ganz dicht bei an, und seine Mama, wir büten, hängen am Hof, und die Wasch abhängen. Kamen sie euch an und bei Jungs, was do je? Und wir werden, ist irgendwie was geworden? No, wir sind auf ein Haus gekommen. Wir haben verrückten und wir wollten kein Vertrauen. Dann kommen wir in ein Haus und die sind alles abgerecht. Warum sind sie abgerecht? Das ist bloß ein gewöhnlicher Tag. Wir hatten was Spaß gehabt, you know. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn wir meine Kinder gewesen waren, ganz hier sei abgerecht, ich würde dann gewasst. Was du alles hat könnt vor. Und ich denke ein bisschen so, Jesus aus dem 12 Jahren jung. Warum sei je so abgerecht? Like, ja, ich habe jemandem bloß vertalt.
Wat deedst du hier? Ik vertel bloß. You know? En ik geloof Jezus wie een teenager. Wat ze opwassen deed. En ik zei niet dat over hij wie een mens. Hij moest ook leren te gaan. Hij moest leren te vertalen. Hij moest studeren en leren. En hij leert zeggen. Hij wird die Sehen Gottes. Hij wird heilig. Hij wird unschuldig. Aber hij wird een mens. Hij wird eine Familie neergeboren. Hij wird een part van een familie. Hij was eine Familie op. Zoals ik en du. Hij wird mens. Gott heeft de familie geplant. Ganz von 1. Mose Kapitel 1. Durch die ganze Bibel. Maar ich sehen, wie eine Familie neergeboren. Wat ik hiermee wil zeggen wil is, lieve vriend, in deze Weihnachtstijd, waar we familie wichtig houden. Ik moet je gleich in Motor spreken. Wanneer wir in die Familie ist, mit wem du nicht einig bist. Bed over deze zaak. Vraag Gott om leiding, wat du met te doen. Vraag Gott om de gelegenheid, waar Einigkeit te schaffen. Familie ist wichtig. Familie ist sehr wichtig. So, wenn die mit irgendwem in der Familie in zwei sind und nicht Gemeinschaft haben oder nicht einig sind, ich glaube, diese Weihnachtszeit ist eine sehr gute Zeit, du an zu denken, dort even rein zu merken, dort mal durchzubeten und dort mal die Uneinigkeit abbrechen und waar einig worden. Nummer 1. Zweitens, wenn du wem kennst, mit wem du Gemeinschaft hast, mit wem du ein Freund sind, was hier nicht Familie hat, denkt vielleicht an, auch mitnehmen in jene Familie nehmen. Ich weiß noch, mein Papa, der will sie noch leben, der wohnt in El Paso, und wie wir hier in der Seminar getroffen, wir haben hier noch nicht sehr lange gewohnt. Ich glaube, wir die erste Weihnachten, wo wir hier wohnen, hier in Seminar. Dan laut we mijn papa, die einzige Familie, wat dicht bij nu weer, wat könnte Weihnachten kommen. En dan vond ik aan, laut ik aan te Weihnachten. En dan weer ze komen daar, dan had een vriend met. Wie een man, wat van zijn familie, met zijn vrienden neun weer, zijn twee familie, die weer am weg van Ontario, New Mexico, naar en El Paso, wordt ergens wat, hij voert naar de kantine en er wordt wat in zijn drink doen, waar hij beschwemd deed. En dan werd ze opwaakt, weer er ganz bestohlen. Zijn voeten weer allerladig, alles wat hij had, weer weg. Zijn geld, alles had niks. En weer te voet gegaan, waar mijn papa zijn geschaft weer. Mijn papa nam hem neer en dan bracht hij hem met te Weihnachten. En ik wil je zeggen, we hadden een zeer schöne Weihnachten met deze man door. Das war interessant, ganz fremd zu uns. Aber wir hatten Weihnachten und dort mir bloß wichtig, hey, hier ist einer, der ist ganz allein. Wenn Papa den mitbringen wird, wir wollen ihn nehmen mit unserer Weihnachten-Taub. Wenn ihr wem kann, würde ich mit dir sprechen, einzuladen, wenn die allein sind. Und das ganz Wichtigste, wenn wir Gott danken und preisen, für was er für uns getan hat, durch Jesus Christus. Am Danken und Preisen, Jesus, dort er will uns wie ein Mensch zu werden. Wir können uns dort nicht vorstellen, was für eine große Opfer dort für ihn ist gewesen. Gott sein loslassen und ein Mensch werden. Wer wir am Danken dafür, diese Weihnachtszeit. Wer wir noch taub stehen zum Gebet. Himmlische Vater, wir neigen uns vor dir. Und du planst die Welt und alles, was du gemacht hast, für die Menschheit. Hast du auch einen Plan? Und den Plan möchtest du die Familie, um die Menschheit vorwärts zu bringen. Dort zu wollen,
Kinder zijn, dat we nu komen zijn, dat we de nieuwe generatie zijn, nog een en zo wieder. Dat de mensheid zich wordt verwoord springen en zich vermehren en de wereld ervullen. Voordat ik zei die van jou, van Horten, besonders dank van jeder eine persoon wat hier van jou is. Wir sind hier alle aus dem Beweis von der Familie. Wir sind alle mal in der Familie neergeboren, in der Familie abgewassen. Und haben nu ook viele von uns ook Familie. Voordat ik bete, dat wanneer wir in diese Weihnachtszeit hingehen, dat wir in der Familie nicht vergeten. Wenn die Uneinigkeit ist, wer wir dort übereinmerken, wer wir dort durchreden, wer wir dort durchbeten und einig werden. Voordat du musst alle Ehe und allen Preis durch unsere Familie hier erfahren in dieser Weihnachtszeit. Und ich danke und ich preise dir dafür in Jesus Christus seinen Namen. Amen.